Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich für euch wieder ein gesundes, schnelles Rezept und zwar zeige ich euch heute eine deftige Blumenkohl-Käsesuppe. Viel Spaß! Ja, und dafür brauchen wir für ungefähr so 4 bis 6 Personen, würde ich sagen, eine Zwiebel, dann 2 Knoblauchzehen, etwas Olivenöl zum Anbraten, 1 Kilo Blumenkohl, entweder gefroren oder frisch, wie ihr wollt, 800 Milliliter Gemüsebrühe, 100 Gramm Blauschimmelkäse und eine Handvoll Petersilie. Los geht's! Hier habe ich jetzt meinen Blumenkohl, den habe ich gewaschen und die Röschen abgezupft. Macht sie so klein wie es geht, denn dann braucht die Suppe nicht ganz so lang. Dann habe ich hier meinen Knoblauch und meine Zwiebel geschält und in Würfel geschnitten. Und das hier war mein Blauschimmelkäse. Ihr könnt auch jeden anderen Käse nehmen, der wo sehr leicht schmilzt. Ja, dann habe ich hier meinen Topf, da gebe ich etwas Öl hinein. Und da dürfen jetzt meine Zwiebeln anbraten und mein Knoblauch. Und wenn die angebraten sind, kommt der Blumenkohl dazu. Ich musste noch ein bisschen rupfen, denn sie waren doch zu groß. Und je größer die Röschen sind, umso länger brauchen sie, bis sie durch sind. Deswegen macht sie so klein, wie es geht. Wir pürieren dann sowieso die Suppe. Dann habe ich das Ganze mit heißem Wasser aufgegossen. Nichts dabei denken, dass der Topf so wackelt. Den habe ich einmal irgendwie zu heiß werden lassen und dann hat er unten eine Wölbung bekommen und seitdem wackelt er. Also war jetzt auch kein teurer Topf. Aber deswegen wackelt er. Ja, dann habe ich Gemüse-Instant-Brühe noch mit hineingegeben. Ihr könnt natürlich beides vorher schon mischen, aber ich mache das immer nicht so gern, wenn ich einen Wasserkocher benutze, also dass ich da die Gemüsebrühe mit hineingebe. Deswegen kommt sie separat dazu. Ja, und das Ganze darf jetzt 15 Minuten leicht köcheln. So ungefähr nach 10 bis 12 Minuten nehme ich ein bisschen was von dem Blumenkohl heraus, denn ich möchte in meiner Suppe ein paar Stücke haben, aber ich möchte es ja auch cremig haben. Und deswegen kommt nur ein bisschen was raus. Und in den Rest gebe ich jetzt meinen Blauschimmelkäse. Den rupfe ich einfach nur und schmeiße den da hinein. Und habt keine Bedenken wegen dieser Haut da oben. Wenn wir später die Suppe pürieren, ist das auch weg. Also das schwimmt dann nicht irgendwie so brecklersweiß da drin rum. Nee, das tut es nicht. Durchs Pürieren wird das dann auch fein. Ja, das darf dann aufkochen, bis der Käse geschmolzen ist. Man sieht hier oben die Haut. Das macht überhaupt nichts. Die kann drin bleiben. Wenn euch das alles ein bisschen zu flüssig ist, ihr könnt da noch ein bisschen Käse drauf geben. Ja, das lasse ich noch mal kurz kochen und zwar so lange, bis der Käse geschmolzen ist. Und dann komme ich mit dem Pürierstab und püriere mir meine Suppe cremig. Spätestens jetzt merkt ihr, ob die Suppe zu flüssig ist oder zu cremig. Ist sie zu cremig, gebt einfach noch ein bisschen Flüssigkeit drauf. Ist sie zu flüssig, noch ein bisschen Käse. Ja, dann war die auch schon fertig. Hier habe ich meine Petersilie gewaschen und fein gehackt. Und da gebe ich jetzt so 3/4 davon mit in meine Suppe hinein. Ihr könnt auch noch andere Kräuter mit hineingeben, wie ihr wollt. Und dann kommen auch die Blumenkohlröschen wieder hinein, die wo ich vorher weggegeben habe. Und dann ist meine Suppe fertig. Und dann kann ich sie servieren. Ich habe hier so kleine Schälchen. Da kommt jetzt die Suppe rein. Da hat man es jetzt gesehen. Da war jetzt ein Blumenkohlröschen. Die könnt ihr natürlich, je nachdem, wie ihr wollt, noch kleiner machen. Oder ihr könnt die Blumenkohlröschen komplett pürieren. Oder die Suppe flüssig lassen und die Blumenkohlröschen einfach ganz. Dann habt ihr gesehen, ich habe noch Petersilie drauf und dann noch ein Stückchen was von dem Käse. Habe ich am Anfang vergessen. Gebt nicht den ganzen Käse sofort hinein, sondern hebt euch noch ein paar Zupfen auf für später. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.